Und schon wieder ist eine Woche rum. Das heißt, es gibt wieder einen neuen Film von mir. Heute geht's um Hafenbahnen. Nach einer inhaltlichen Einleitung gibt's ein paar Gleispläne in H0 und 0. Abschließend gibt's ein paar Vorbildfotos von diversen Hafenbahnen. Doch kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Wegen der vielen Nachfragen habe ich mich jetzt entschlossen, meine Modellbahnplanungen auch professionell anzubieten. Von der Planung einer kompletten Multideckanlage bis hin zum kleinen Firmenanschluss ist eigentlich alles möglich. Die Kontaktmöglichkeiten zu Thorstens MOBA-Planungsdienst sind unten rechts in Gelb hervorgehoben. Die genaueren Details folgen in den nächsten Wochen, aber wer will, kann jetzt schon Kontakt zu mir aufnehmen. Aber nun wieder zurück zum gewohnten Ritual. Gleich zu Anfang des Films der Hinweis: Über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Im letzten Film wurde die Hafenbahn schon angesprochen, aber diesmal wollen wir etwas genauer auf das Thema eingehen. Hafenbahnen dienen im Wesentlichen dazu, den Warenumschlag im Hafen zu beschleunigen. Sie sollen zügig größere Warenmengen ins Umland bringen, aber sie sollen auch größere Warenmengen aus dem Umland in den Hafen bringen. Wie weit der Begriff Umland zu fassen ist, das hängt natürlich sehr stark von der Größe des Hafens ab. Das Hinterland des Hamburger Hafens beispielsweise reicht etwa bis Österreich und Italien. Entsprechend groß sind die Warenmengen, die über die rund 400 Kilometer des Hamburger Hafenbahnnetzes transportiert werden. Im krassen Gegensatz dazu steht beispielsweise die Holzmindener Hafenbahn, die ein Streckennetz von unter 2 Kilometern hatte. Wer also eine komplette Hafenbahn darstellen will, sollte sich also eher an der Hafenbahn in Holzminden orientieren. Der kleine Hafen an der Weser ist doch wesentlich übersichtlicher als der Hafen in Hamburg. Die potenziell interessanteren Szenen dürften sich trotzdem in Hamburg finden. Es kann also sinnvoll sein, nur einen Teilbereich der Hamburger Hafenbahn nachzubilden. Wie dem auch sei, in der Infocard oben rechts in der Ecke befindet sich ein Link auf meine Playlist Hafenbahnen. In ihr finden sich sowohl Filme über die Hafenbahn in Hamburg als auch über die Hafenbahn in Holzminden. Und natürlich gibt es auch Filme über jede Menge anderer Hafenbahnen. Aber jetzt werden erstmal ein paar Gleispläne zum Thema Hafenbahn vorgestellt. Spur 0 Anlage mit Güterumschlagstelle. 3,98 Meter x 9,85 Meter. Hier ist ein weiterer Gleisplan in Spur 0, den ich für meinen Kellerraum in Erwägung gezogen hatte. Auf der Mittelzunge ist eine Hafenbahn, die sich an der Weser-Umschlagstelle in Hannover-Schmünden orientiert. Auf ihr ist ausgiebiges Rangieren möglich. Es ist aber auch möglich, Waren aus dem Hafen abzutransportieren, entweder zum nächstgelegenen Bahnhof oder noch weiter weg. Das noch weiter weg geht natürlich in Richtung des Schattenbereichs dieser Anlage. Aber es werden natürlich auch Waren zum Hafen hin transportiert, beispielsweise von der Basaltschüttrampe unten rechts im Plan. Von ihr aus geht es durch den Bahnhof Kattengesäß über die Dorfstraße hin zum Bahnhof Einen an der Waffel. Da fällt mir gerade auf der Mittelzunge, das ist natürlich nicht die Weser-Umschlagstelle, sondern die Waffelumschlagstelle. Jedenfalls macht der Basaltzug im Bahnhof unten links in der Ecke Kopf und nimmt Kurs auf die Mittelzunge. Im Hafen jedenfalls wird der Schotter vom Zug auf ein Schiff umgeladen. Ansonsten kann man vom Bahnhof Einen an der Waffel sowohl im Uhrzeigersinn als auch in Fahrtrichtung gegen den Uhrzeigersinn den Schattenbereich der Anlage erreichen. Diese Anlage war übrigens einer von 2 Versuchen, den Verteilerkreis auch in Spur 0 anzuwenden. Diese Anlage ist also so aufgebaut, dass ich mit jedem Zug aus jeder Richtung in jede Richtung fahren kann. Außerdem hat sie einen Kopfbahnhof und einen Durchgangsbahnhof. Trotzdem hat sie mich nicht so richtig begeistert. Städtische Hafen- und Verbindungsbahn Einen an der Waffel in Spur 0, 3,98 Meter x 9,85 Meter. Hier ist eine alte Bekannte aus Teil 5 dieser Serie. Damals wurde sie allerdings nicht primär als Hafenbahn vorgestellt, sondern als Anlagenkonzept ohne Bahnhof. Deshalb ist es in meinen Augen ganz passend, sie auch in diesen Teil einzubinden. Im Plan unten ist ein Stück der Frankfurter Hafenbahn nachempfunden. Im Plan oben ist auch das obere Deck der Anlage zu sehen. Es basiert auf Motiven der Frankfurter Hafenbahn sowie der Industriebahn Stuttgart-Feuerbach. Die Gestaltung der Brücke, die auf der linken Seite in die obere Ebene führt, soll an die Gestaltung der Lahmeyer-Brücke angelehnt sein. Hier nun ein Blick auf den Schattenbereich der Anlage. Auch hier bin ich meinem Konzept treu geblieben. Der Dreh- und Angelpunkt der Anlage ist im Schattenbereich der Verteilerkreis. Der ist natürlich in Spur 0 vergleichsweise riesig, aber irgendwas ist ja immer.
Wegen der angesprochenen Größe ist der Verteilerkreis innen zugänglich. Erreichbar ist er durch ein Schwingsegment. Wer in meinem Kanal die Playlist Historische Eisenbahn Frankfurt aufruft, könnte übrigens Szenen dieser Anlage wiedererkennen. Diese Spur-0-Anlagenplanung bewegt sich in einem Raum von 10 mal 4 Metern. Übertragen auf H0 würde sie einen Raum von 2 mal 5 Metern einnehmen. In H0 wäre die Anlage also keine Großanlage, aber sie wäre auch nicht ganz klein. Aber gerade auch bei weniger üppigen Platzverhältnissen bietet sich eine Hafenbahn an. Deshalb kommen wir jetzt zu 2 Varianten des Themas in einem kleineren Raum. Auch das sind alte Bekannte aus Teil 23 dieser Serie. Die entsprechenden Links zu anderen Teilen dieser Serie findet ihr übrigens oben rechts in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Hafenbahn einen an der Waffel in Spur 0 Variante 1, 3,50 Meter x 4,85 Meter. Diese Anlage stellt einen Teilausschnitt der städtischen Hafen- und Verbindungsbahn einen an der Waffel dar. Ihren Ursprung hat diese Bahnstrecke etwa in Epoche 1b. Der Grund ihres Entstehens lag in der damaligen Organisation des Eisenbahnwesens im späten 19. Jahrhundert. Einen an der Waffel war und ist Messestadt. Aufgrund dieser Eigenschaft ist sie natürlich Zielpunkt vieler Waren- und Verkehrsströme aus verschiedensten Richtungen. Handelsreisende, die aus dem Osten kamen und über einen an der Waffel nach Süden weiter wollten, kamen in einem Kopfbahnhof im Osten der Stadt an. Von da aus mussten sie mit einer Kutsche oder sonst wie in den Südwesten der Stadt kommen. Dort ging es dann von verschiedenen Bahnhöfen in verschiedene Richtungen weiter. Ziel dieser seltsamen Politik war es, der lokalen Wirtschaft Zugriff auf die ankommenden Waren zu ermöglichen. Also im Prinzip eine moderne Form des mittelalterlichen Stapelrechts. Als die Stadtväter dann merkten, dass immer mehr Verkehrsströme an der Stadt einen an der Waffel vorbeiflossen, musste gehandelt werden. Das Ergebnis war die Verbindungsbahn. Durch verschiedene Infrastrukturmaßnahmen im frühen 20. Jahrhundert wurde aus der Verbindungsbahn die städtische Hafen- und Verbindungsbahn einen an der Waffel. Wegen der dichten Bebauung der Stadt konnte die Trasse der Verbindungsbahn nur am Waffelufer entlang geführt werden. Dort lief sie durch weitläufige Parkanlagen, an sich ein sehr schönes Motiv für Industriebahnanlagen. Und genau in diesem Wechsel zwischen Parkanlagen und Industriearealen sehe ich auch einen besonderen Reiz dieser Anlage. Letztendlich kann so auch glaubwürdig Museumsbahnverkehr auf einer Industriebahnstrecke dargestellt werden. Wer jetzt glaubt, verschiedene Ähnlichkeiten zur städtischen Hafen- und Verbindungsbahn Frankfurt am Main entdeckt zu haben, nun ja, ich kann mir ja nicht allen Scheiß ausdenken. Hafenbahn einen an der Waffel in Spur 0, Variante 2, 3,50 Meter x 4,85 Meter. Im Prinzip ist es das gleiche Anlagenthema wie eben und die gleiche Anlagenform wie eben, aber der Gleisplan ist ein anderer. Lag der Schwerpunkt bei der ersten Variante der Anlage eher auf dem Fahrbetrieb, liegt er bei dieser zweiten Variante der Anlage eher auf dem Rangierbetrieb. Die Touristikfahrten enden diesmal halt eben direkt am Hafenbecken und nicht im Industriegebiet. Neben einem Hafenbecken findet diesmal auch das BW der Hafenbahn einen Platz auf der Anlage. Dadurch ergeben sich noch einige Betriebsmöglichkeiten mehr. Und ein Frachtschiff der CEMT Klasse 3 ist natürlich auch ganz interessant auf so einer Anlage. H0 Betriebsanlage mit einklappbarem Vierteljard. Hier ist wieder ein Gleisplan von modellbahningen.de. Den Link zur entsprechenden Seite, auf der diese Anlage genauer vorgestellt wird, findet ihr in der Videobeschreibung. Die Besonderheit dieser Anlage ist, dass der Vierteljard bei Bedarf eingeklappt werden kann. Auf jeden Fall kann diese Anlage auf einer Fläche von 3 Metern mal 75 Zentimetern einen enormen Spielspaß bieten. Aber auch von der Gestaltung der Szenerie her bietet diese Anlage viele Möglichkeiten. Wer auf der Suche nach neuen Ideen ist, sollte sich auf jeden Fall mal auf der Seite modellbahningen.de umgucken. H0 Betriebsanlage mit großem Schattenbahnhof, 4 Meter mal 87 Zentimeter. Im Grunde genommen basiert diese Anlage auf der Anlage Bruckmühle aus dem Teil 28 dieser Videoserie. Beim Schattenbahnhof wurden lediglich eine Kehrschleife und eine Rampe eingespart. Herausgekommen ist eine kleine Hafenbahn, bei der sogar rechts unten ein kleiner Teil vom Hafenbecken dargestellt werden kann. Die Ausgestaltungsmöglichkeiten dieser Anlage sind verhältnismäßig beliebig. Vom Lagerhaus bis zum Baustoffhändler ist eigentlich alles möglich. Hafenbahn mit Hauptstrecke in H0, 4,20 Meter x 2,30 Meter. Der hier zu sehende Plan ist im Prinzip nur ein Teilbereich einer größeren Anlage.
Es ist die untere Sichtebene einer Multideck-Anlage. Das heißt, oben drüber kommt noch eine Ebene und unten drunter kommt noch eine Schattenbahnhofsebene. In braun eingezeichnet ist eine Hauptstrecke, die etwa 8 cm höher liegt als die in blau eingezeichnete Hafenbahn. Der dünne rote Strich auf der linken Seite um den Gleiswendel herum ist eine Hintergrund- und Trennkulisse. Während die Hauptstrecke im Wesentlichen aus dem Mittelgang zu sehen ist, kann man die Hafenbahn, speziell den hinteren Teil, eigentlich nur von außen bedienen. Dieses in Deutschland relativ unübliche Konzept bietet sich eigentlich an, wenn verschiedene relativ unterschiedliche Anlagenthemen auf einer Anlage vereint werden sollen. Aber auch eine Mehrspieler-Option lässt sich mit so einem Konzept ganz gut umsetzen. Letztendlich dient so ein Konzept aber auch dazu, seine Gedanken auf ein Thema zu fokussieren. Es ist sozusagen die Fortsetzung der Scheuklappen mit anderen Mitteln. Gestaltungsanregungen für Hafenbahnen. Weitgehend kommentarlos gibt es hier ein paar Bilder von den Hafenbahnen in Hanau und Frankfurt. Sie sollen als Anregungen dienen, wie man eine Hafenbahn ausgestalten könnte. Die Bilder werden etwa 7 Sekunden gezeigt. Wer sie länger sehen will, muss den Film anhalten. So, das war's wieder mal für heute. Was darf's denn sonst noch sein? Aber bitte bleibt realistisch. Das Thema muss innerhalb einer Woche inhaltlich verarbeitbar sein und es muss auf einer Modellbahn darstellbar sein. Und nicht vergessen, bitte bewerten, abonnieren, Glöckchen anklicken, meine anderen Videos und die Videobeschreibung beachten.